Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Solche Männer wollen wir. Alles hat seine Zeit. Und jetzt darf der Mann sich aus der emotionalen alten Gebundenheit befreien. Und wir Frauen können diesen Prozess unterstützen. Das wird aber jetzt hier nicht besprochen. Es geht um was anderes. Es gibt Männer, die sehr streng, gefühlskalt, kontrolliert und verschlossen wirken, obwohl sie es in Wahrheit überhaupt nicht sind. Die sich aber nicht erlauben, ihre Gefühle nach außen hin zu zeigen, weil sie sich dann öffnen würden und sich somit für andere verletzbar und verwundbar zeigen. Und genau dies wollen sie vermeiden. Obwohl sie sehr wohl, sehr tief lieben, fühlen und empfinden können. Aber sie sind es gewohnt, aus diesen ganzen Prägungen, die man sich selbst angeeignet hat, die sie sich selbst angeeignet haben, die sie von den Eltern geprägt hatten, von den ganzen gesellschaftlichen Strukturen, ist man es gewohnt, der Mann ist es gewohnt, Gefühle zu verdrängen und sie wegzudrücken. Sie sind es gewohnt, sie aus Angst vor negativen Konsequenzen von sich zu schieben, anstatt sie ganz bewusst einmal zu spüren und auszuleben. Das richtige Mannsbild. Ja, man verwendet bei uns Mannsbild auch überhaupt für Mann. Ja, da gibt es den Spruch zum Beispiel, keine Ahnung, das Mannsbild hat's aber drauf. Ja, aber ich möchte jetzt das Mannsbild, das Bild des Mannes, was in unserer Gesellschaft steht, zeigen. Nämlich, der Mann muss erfolgreich und stark sein. Gefühle zu zeigen wird verdrängt, unterdrückt. Und das geschah bis jetzt immer. Und das hat die Männer hart gemacht. Ja, und solche kranken Konzepte, denen man, in Klammer Mann, der Mann, Jahrtausende lang blind und unhinterfragt gefolgt wurde, werden die Männer jetzt, dank uns Frauen, aus diesen Konzepten ausbrechen. Es darf in Heilung gehen. Und ein kleiner Zuruf an euch, liebe Frauen. Habt Verständnis, dass die Männer immer noch konditioniert sind und nicht erkennen können, Betonung liegt auf können, wer eine Frau wirklich ist und vor allem, wozu eine Frau wirklich fähig ist. Ich möchte hier wirklich sagen, ich greife hier nicht die Männerwelt an. Nein, im Gegenteil. Ich zeige euch, wie wir über euch Männer denken und welche Männer wir wollen. Nämlich solche Männer wollen wir. Wir Frauen verneigen uns. Wir spüren tiefste Achtung und Liebe für jeden Mann, der sich um seine inneren Verletzungen kümmert, der nicht länger flüchtet, sich betäubt oder diese nach außen weitergibt. Männer, die ihren Weg ins Herz antreten, um in ihre wahre göttliche Kraft zu wachsen, werden gesegnet sein und auch Segen bringen. Ihr seid unsere wahren Helden, wenn ihr weint und läutert, was jahrtausende lang verachtet und belächelt wurde. Das Spüren, das Zarte in eurer Herzensqualität. Männer, ohne euch geht es nicht. Die Frauen sind nicht dafür gemacht, das voranzubringen, was ihr vermöget. Eure gesunde männliche Kraft ist Gold wert. Befreit sie aus all diesen Macht- und Giergerangel. Fühlt endlich wieder, was tief in euch schlummert. Diese unbändige, wilde, zielstrebige Kraft, Welten zu bewegen. Die Wende in euren Herzen bringt den Ausgangspunkt für das neue, fruchtbare Miteinander, das nur mit Herzensmenschen möglich ist. Leg die Kleider des alten Lebens ab, wo du automatisiert reagiertest. Erst ein echtes Du bewirkt ein echtes Wir. Dann sind wir unschlagbar, unbeeinflussbar und schaffen das Paradies jetzt schon auf Erden im Einklang mit der Natur und den göttlichen Gesetzen und Gott. Männer, eure Narben sind Zeugen, keine Male. Sie sind Erinnerungen und sollen euch stark machen, dafür einzutreten, dass das, was euch angetan wurde, nie wieder euren Kindern angetan werden wird. Und dass das, was Männer den Frauen angetan haben, nie wieder Frauen angetan wird. Vergebt all den Frauen, die wie ihr getäuscht und fehlgeleitet wurden. Es geht hier nicht um Schuld. Vergebt euren Eltern,
die noch nicht konnten, was ihr nun wagt. Vergebt euch selbst, wie sehr ihr euch selbst geschadet habt im Eifer um Anerkennung, Status und falsch propagierter Männlichkeit. Alles, was ihr je einer Frau angetan habt, habt ihr euch selbst angetan. Ja, das sehen wir auch in den Epheser 5, Vers 28. So sind die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Männer, alles, was ihr nicht für eine Frau getan habt, um sie zu bewahren, zu beschützen, konntet ihr nicht tun, da ihr eurer selber nicht gewahr wart. Und es geht jetzt nicht um andere, es geht um euer Innerstes, es geht um euer Herz, es nun endlich zu befreien. Es darf nun gesund werden und stark, damit es die Welt von morgen mit den Frauen von morgen gemeinsam regieren kann. Männer mit Herz, wir brauchen euch. Wir lieben euch. Wir warten auf euch. Männer mit Herz, seid gesegnet im Namen Jesu Christi. Ja, es wird darüber ein ausführliches Video geben. Und dieses Thema hier ist auch ein Punkt von unserem neuen Kurs Leben, Liebe, Neue Welt. Und ihr könnt euch gerne dazu anmelden. Und damit ihr in diese Materie, die jetzt die Welt verändert, jetzt schon fühlen dürft und erahnen dürft, wie umfassend das alles sein wird, das werden wir hier erkennen. Wir können es jetzt schon ausprobieren und einüben. Und dazu wünsche ich euch allen Gottes reichsten Segen.